Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben heute wieder mal ein sehr spezielles Thema für euch, ein sehr spezielles Deepin. Das heißt ein neues Krypto-Projekt, umweltfreundliches Krypto-Projekt. Ja, und wir finden das richtig cool. Details erkläre ich euch natürlich gleich. Ja, wir haben es durch Zufall gefunden auf dieser Seite hier, wholovesburrito.com, und da ist nochmal eine Übersicht mit ein, das ist quasi der Return on Invest Rechner. Und da sind wir auf den Eintrag gestoßen hier über Geodnet. Ihr wisst ja, was gerade bei Geodnet los ist. Vom Preis her 30 Cent, da kommt ordentlich was bei rum am Tag. Also es sieht wirklich richtig gut aus, ja. Dann habe ich gesehen, den Argreen Remote Miner. Da denke ich mir, Argreen, das kennst du doch irgendwoher. Und dann ist es mir wieder wie ein Schuppen von den Augen gefallen. Mensch, da warst du doch schon mal. Ja, argreen.com ist die Website, ist Net Zero The Energy Data Network. Ja, das heißt, hier geht es rund um Energie, damit es halt eben für alle etwas verständlicher ist, die nicht so gut im Englisch sind, würde ich sagen. Wir übersetzen das Ganze mal in Deutsch. Die Übersetzung ist natürlich nicht perfekt, von daher seht's bitte nach. Ja, Argreen ist ein Web3-basierte digitale Infrastruktur für weltweit verteilbare erneuerbare Energieressourcen. Das Mainnet wurde am 28. Februar gestartet. Ja, das heißt, die Geschichte ist sozusagen schon live. Ja, was ist das Ganze? Also Argreen Network zielt darauf ab, die digitale Infrastruktur dezentral von unten nach oben aufzubauen, indem es Anreize für was Prosumenten erneuerbaren Energie schafft und deren Flexibilität und Nachfrage Reaktion für CO2-Neutralitätsanwendungen monetarisiert. Eieieiei. Das war jetzt ein richtiger Zungenbrecher. Ja, aber ich denke mal, beziehungsweise ich erkläre es ganz einfach mal in einfachen Worten. Es kommt ein Stückchen weiter unten, wie das funktioniert. Ja, und zwar, es gibt Miner sozusagen. Also hier wird es als Bergmann dargestellt. Miner ist übersetzter Bergmann. Und zwar gab es den Gaming Miner, das war quasi, das gab es kostenlos bis vor ein paar Tagen. Wir haben uns davon einen gesichert. Ich war mir aber dann noch nicht ganz bewusst, was macht das denn eigentlich? Und dieser kleine Gaming Miner, der nichts gekostet hat, hat tatsächlicherweise Geld eingespielt, zeige ich euch gleich. Und hier gibt es aktuell den Remote Miner. Den Remote Miner gucken wir uns gleich an. Darum geht es primär in diesem Video. Der kostet euch 9,90 $ im Jahr. Das heißt, jetzt halt einmal 9,90 $. Könnt ihr ganz bequem mit Metamask eincashen, zeige ich euch auch gleich. Und ihr kriegt jeden Tag eure Agra-Token-Belohnung. Und das ist halt eben eine richtig coole Geschichte. Und dann kommt es an den Standard-Miner. Also letztendlich ist es so, es geht um erneuerbare Energien. Und hier bei dem Standard-Miner ist es zum Beispiel so, dass jemand, derjenige, der eine PV-Anlage betreibt, ich weiß, dass einige Zuschauer von mir bzw. von uns PV-Anlagen in Einsatz haben, mit einem kleinen Zusatzgerät messen können, oder es ist halt eben messbar, was die PV-Anlage letztendlich einspeist, und dafür bekommt man eine Belohnung. Und für alle anderen wird es früher oder später so eine Art kleinen Plug geben, für was man einen Stecker reinstecken kann in eine Steckdose. Wird halt eben gemessen, wie viel ihr verbraucht, um halt eben so eine Art Netzwerk aufzubauen. Wie viel Strom wird eingespeist, wie viel Strom wird verbraucht, was kann man halt eben sparen. Ja, es gibt dazu auch einen YouTube-Channel, auch von Argreen. Hat nicht viele Abonnenten, ist aber egal. 18 Videos, hier wird halt eben alles nochmal so ein bisschen erklärt. Ein Newcomer Guide, wie funktioniert das Ganze? Hier nochmal, wie kann man das halt eben installieren? Das ist halt eben schon die Geschichte fortgeschritten, sage ich jetzt mal. Dann die Smart Plug Installation, ja, braucht halt eben alles gerade nicht. Ja, und wie das Ganze letztendlich funktioniert, schaut mal rein. Genauso gut auf den Twitter-Channel. Also Argreen hat Twitter, Discord, alles zu bieten, was ihr supporttechnisch braucht. Ja, und seht ihr hier, Argreen ist halt eben auch der Channel. Ja, genau. Hier wird nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, es sollen halt eben mehr Bergleute in Verbindung gebracht werden. Das heißt, alle PV-Anlagenbesitzer gehen in den Netzwerk mit dazu. Mehr erneuerbare Energien, das heißt, es wird gemessen, was kommt an Energie rein, was wird eingespeist. Wie es kann halt eben verwendet werden, zum Beispiel für Energieversorger. Hier haben wir nochmal die Anwendungsfälle, zum Beispiel für die Prozedenten-Verbraucher. Argreen steht als Netzwerk dazwischen, und dann hat mir die Anwendungsfälle, seht ihr hier, Energieversorger etc. Ist relativ ähnlich ein Netzwerk, was wir euch schon mal vorgestellt haben. Also bitte an dieser Stelle, bitte do your own research. Guckt es euch selber nochmal ganz in Ruhe an, bevor ihr irgendwo was investiert.
Und ich würde sagen, wir switchen einfach mal rein in die Konsole. Ihr geht auf App starten. Wir sind jetzt hier schon drin. Ihr müsstet euch in der ersten Linie quasi mit eurem MetaMask-Account verknüpfen. Wir sind hier im Polygon-Netzwerk unterwegs. Das bedeutet, ihr müsst euch aus dem Polygon-Netzwerk anmelden und dann kommt ihr auch letztendlich hier rein und ihr seht hier, wir haben insgesamt 7 Miner aktuell am Start und ihr seht hier, das ist der erste Remote Miner, den haben wir vor 16 Tagen, also ein bisschen mehr als 2 Wochen waren wir schon mal hier und da ist es halt eben so, ihr seht hier die Rewards, das heißt, der kleine Remote Miner, der quasi remote was darstellt, was woanders physisch aufgebaut ist, bekommt ihr die Belohnung. Das sieht ja jetzt auch erstmal nicht wirklich viel aus, gebe ich euch natürlich vollkommen recht. Ist es an und für sich auch nicht. Es ist aber allerdings so, ihr seht hier, wir haben jetzt hier bei diesen Miner, die wir uns vor 2 Tagen gekauft haben, habe ich gestern Abend auch nochmal eingeholt, ne, beziehungsweise ich werde auf 10 insgesamt aufstocken. Ihr seht hier die Rewards. Gestern zum Beispiel, also am 13.03. gab es hier 9,11, hier 11, dann gab es hier nochmal 10. Das heißt, wir rechnen mal grob durch. 7, 18, 28. Naja, machen wir mal 38, 40. Naja, wir machen mal ganz grob. Wir haben gestern 50 gemacht. Ich kann ja mal gucken. Ich habe gestern ausgezahlt. Das in Zwischenzeit, hier sind es 33. Das dauert noch ein bisschen, ehe das auszahlbar ist. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, über Withdraw direkt auf eurem MetaMask-Account auszuzahlen. Gestern 132 ausgezahlt und gestern auch 50 Acre-Token gemacht. Und jetzt ist natürlich spannend für alle, wie viel ist das denn wert? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht wenig wert. Also, der aktuelle Kurs steht bei knapp 1 Cent pro Token. Das bedeutet, wir haben gestern oder von gestern auf heute 50 Cent gemacht. Da denken jetzt auch viele, oh Mann, das ist aber auch nicht viel. Aber wenn man mal betrachtet, die Investition bis jetzt hier, beziehungsweise das sind ja quasi die 5 Stück, 50 Euro umgerechnet, also 10 Euro pro Miner, was wir uns zugelegt haben. Und das ist halt eben so die Investition, die wir getätigt haben. Wird wahrscheinlich auch noch mal ein Stück weit mehr. Ich weiß nicht, wahrscheinlich so auf 10. Was aber interessant an der ganzen Geschichte ist, ich meine, ich möchte es euch nicht versprechen oder irgendwas in der Richtung, aber die Rewards werden hier mehr. Das bedeutet, ihr werdet nicht immer nur die 10 am Tag bekommen pro Miner, sondern das wird letztendlich mehr. Deswegen kommen die nämlich hier auch auf die 35 am Tag. Ja, das bedeutet, der Preis steigt, beziehungsweise auch die Rewards steigen von euren Remote-Minern und somit auch der Gewinn sozusagen. Und hier ist es aktuell so, wenn das wirklich 35 Cent am Tag irgendwann mal bringt, dann sind wir hier bei einem Preis beziehungsweise Return on Invest von 29 Tagen. Das heißt, nach einem Monat sind die 10 Euro Investition wieder drin. Also Leute, das soll jetzt auch auf gar keinen Fall ein Investitionsvorschlag sein. Wir sind keine Finanzberatung oder irgendwas in der Richtung, sondern es geht halt eben nur darum, euch ein neues Deepin zu zeigen, wie ihr relativ günstig mitmachen könnt. Ja, ihr habt es gesehen, die Miner sind hier. Ich zeige euch mal, wie man so einen Miner kauft. Ihr geht jetzt zum Beispiel hier auf Shop, beziehungsweise was ich euch vorher noch zeigen wollte, wir aktualisieren einfach mal die Seite dazu. Und zwar gibt es hier aktuell auch noch einen richtig leckeren Airdrop. Das heißt, wenn ihr mitmacht, bis Ende März ist er, glaube ich, noch aktiv. Da seht ihr hier 17 Tage noch und ihr seht hier alleine diesen Airdrop. Der kommt halt eben drauf an, wie viel Mana ihr habt, welchen Rang. Ich kriege in dem Airdrop Ende des Monats 2647 Acre Token. Das sind aktuell umgerechnet 26,47 Euro. Das ist ein Drittel von dem, was ich investiert habe, schon mal so zurück, plus die Rewards natürlich noch. Also das könnte eine richtig spannende Geschichte letztendlich sein. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie man den kauft. Also wie gesagt, auszahlen ist relativ easy. Ihr geht hier auf Withdraw und ihr bekommt halt eben die Token direkt an Metamask gezahlt. Ne? Das heißt, Transaktion bestätigen, ein bisschen Matic auf der Balance seht ihr hier. Gestern die Auszahlung Success vor 15 Stunden durchgeführt, ist auf Metamask drauf. Und ja,
Wir zahlen jetzt mal ein, geht genauso easy. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einen Mainnet Remote Miner kaufen. Der kostet $10. Ich nehme jetzt mal USDT, kaufe ein. Muss jetzt natürlich das Ganze bestätigen. Kennt ja MetaMask einmal durchbestätigen. Dauert einen kleinen Moment. Gehen wir auf Weiter, genehmigen. So, jetzt kommt das gleich nochmal. Jetzt ist gerade im Pending sozusagen. Jetzt wird die Transaktion genehmigt. Dauert halt eben ein bisschen genau. Jetzt geht auf Pay. MetaMask geht nochmal auf. Jetzt wird die Transaktion sozusagen bestätigt. Das heißt, wir gehen auf Bestätigen. Jetzt dauert es einen kleinen Moment. Ein paar Sekündchen und dann ist sozusagen auch schon der Miner da. Das heißt, unser Remote Miner ist dann auch gleich da. Seht ihr hier. Transaktion ist noch nicht ganz abgeschlossen. Dauert einen kleinen Moment. MetaMask hat jetzt gerade gesagt, Transaktion ist abgeschlossen. Jetzt warten wir mal einen kleinen Moment, dann müsste auch dieser kleine, genau, Transaktion wurde bestätigt auf der Polygon-Blockchain. Ihr seht das nicht, ja, ihr seht es jetzt hier. Jetzt ist der Remote Miner da und nach einem Tag, also ihr seht, der ist gestern frisch, nach einem Tag fängt er an zu arbeiten. Ja, und jetzt wahrscheinlich, was für euch relativ wichtig ist. Ihr könnt die Token auszahlen über Withdraw. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit hier auszuzahlen. Sorry, wenn ich das Wort vielleicht falsch ausspreche. Und dann habt ihr das auf eurem Metamask-Account. Ihr könnt natürlich den Metamask, da fügt ihr den Token in Metamask ein. Und jetzt ist natürlich das Geile an der Geschichte, es wird ihr nicht sinnlos gehalten, sondern ihr könnt jetzt in Metamask reingehen. Könnt gucken, okay, alles klar. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich habe jetzt bei mir auf der Balance die Acre-Token, die 132. Seht ihr hier, 10 hatte ich vorher schon mal ausgezahlt. Jetzt kann ich hier über einen ganz normalen Swap, gehe ich mal vom Maximalen aus, suche mir den Token aus und könnte jetzt zum Beispiel, ich habe ein USDT eingezahlt. Das heißt, ich möchte auch wieder ein USDT swappen. Gehe hier drauf. Zack. Und jetzt errechnet mir quasi Metamask bzw. die CoinGecko Schnittstelle errechnet es eigentlich. Wieder beim Aufrufen der Preisangaben machen wir es halt eben nochmal. So, USDT Max. Also gehen wir halt eben nochmal zurück. Das ist halt eben beim Swap, ich denke, ihr kennt das alle, dass es da immer mal wieder Probleme gibt, beziehungsweise gab. Gucken nochmal rein. Gehen jetzt hier nochmal auf Swap. Wir sagen Max. Wir wollen USDT. Wir haben auch in USDT gezahlt. Gucken wir mal hier. Jetzt werden wieder die Daten sozusagen abgerufen. Dauert einen kleinen Moment. Genau, jetzt haben wir einen Kurs. Das bedeutet für die 132 USDT bzw. 132 Acre kriege ich 1,2954 USDT. Gehen wir auf Swap. Das Ganze wird jetzt bearbeitet und die USDT dauert jetzt ein paar Sekündchen. Ist dann quasi auf meinem Konto beziehungsweise auf meinem Account. Ja, das ist eigentlich schon die ganze Magie. Also ich fasse nochmal zusammen. Guckt es euch mal an. Acre, also acreen.com ist die Website, Acre ist der Token. Ihr könnt euch auf dieser Plattform einloggen, sozusagen mit eurem Metamask-Account im Polygon-Netzwerk. 10 Euro kostet so ein kleiner Miner. Also laut Quellen soll das Ding irgendwann mal 35 Cent am Tag abwerfen. Das kann ich euch, wie gesagt, leider nicht bestätigen. Aktuell ist es so, dass einer von den Dingern aktuell, von den Acre Remote Minern, zwischen 9 und 12 Cent Acre Token am Tag abwirft. Ja, was halt eben auch also fast in Cent sind. Das heißt, ein Acre ist ja aktuell 1 Cent ungefähr umgerechnet, was natürlich auch noch mehr oder weniger werden kann. Ja, und von daher wird auf jeden Fall spannend. Ja, guckt euch auf jeden Fall mal die Dokumentation an, beziehungsweise ich habe mich jetzt verklickt auf Docs. Hier wird das auch nochmal, der Acreen Miner, hier wird das nochmal erklärt, was der Remote Miner eigentlich ist, wie das Ganze funktioniert, wie die Preissteigerung drin ist, das heißt, warum es mehr geben wird zum Beispiel. Gibt dann nochmal den 7-Day Honeymoon Planner für das Ganze. Und so weiter und so fort. Also das ist relativ umfangreich und ich möchte jetzt auch das Video nicht so extrem Länge ziehen. Bin sowieso schon drüber, sehe ich gerade. Von daher soll es das von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch. Wer Bock hat, kann gern mitmachen, aber keine Verkaufsempfehlung oder irgendwas. Ja, ich bedanke mich bei euch. Bis die Tage. Bis später. Ciao.